Zeiten großer Veränderungen sind ganz häufig auch Zeiten des großen Loslassens. Wie kannst du deine Angst vor dem Loslassen überwinden? Wie kannst du Klarheit gewinnen über deinen weiteren Weg? Und was hat das Ganze mit deinem Seelenweg zu tun? Wir alle spüren, wir alle wissen, dass große Umbrüche sich nicht nur angekündigt haben, sondern dass wir schon mittendrin sind. Und uns ist wohl auch klar, ich denke jedem Einzelnen von uns, wir sind aufgefordert, etwas zu verändern. Vorerst im Inneren und mitunter auch im Außen. Dennoch, durch die Ängste, die damit häufig verbunden sind, krallen wir uns mitunter regelrecht fest an dem, was uns Halt zu geben scheint, verharren im vertrauten Elend, wie ich das gern nenne. Nur ist jetzt nicht die Zeit, krampfhaft festzuhalten. Selbst dann nicht, wenn ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Und darin genau besteht die Herausforderung. Viele haben möglicherweise schon solche Erfahrungen gemacht, dass sie krampfhaft festgehalten haben und dann gezwungenermaßen loslassen mussten. Zum Beispiel, weil eine Krankheit sie ereilt hat oder Jobverlust oder der Partner war plötzlich weg oder Freundeskreise haben sich aufgelöst und. In dem Augenblick, wo ich mich selbst entschließe, loszulassen, was nicht mehr passt, was zu meinem Seelenweg nicht mehr passt, bin ich doch in der guten Lage, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Deine Seele weiß, wo es lang geht. Nur sind wir häufig so unsicher, uns darauf zu verlassen. Wir verlassen uns ganz oft auf unseren Verstand, der aber nur wenige Prozent dessen ausmacht, was uns zugänglich ist, was uns den Weg weisen kann. Nimm nur mal die vielen Informationen, die auf uns einströmen. Wir sind nicht in der Lage, sie mit unserem Verstand zu erfassen. Wir sind aber sehr wohl in der Lage, unsere Seele zu befragen, unserer Seele zu folgen. Wie kann das gelingen? Dass mittlerweile Meditieren für mich das absolute Nonplusultra ist, um meiner Seele auf die Spur zu kommen, wenn ich in meinem menschlichen Hirn mal gerade nicht durchblicke, wissen diejenigen, die mir schon eine Weile folgen. Und entsprechendes ist hier auch zur Genüge auf meinem Kanal zu finden. Eine Meditationsanleitung verlinke ich hier unten drunter nochmal. Auf meinem Seelenweg bin ich seit fast 30 Jahren, bewusst jedenfalls. Und ich habe mir so gedacht, dass es vielleicht eine gute Inspiration für dich sein kann, wenn Meditieren im Moment noch nicht so dein Ding ist. Wie habe ich gestartet? Und an diesem abgegriffenen Buch, das ist hier keine Werbung und es wird auch nicht verlinkt, ist einfach Tarotkarten legen. Ich habe mir damals das Buch zum Tarot besorgt und die entsprechenden Karten aus dem Rider Tarot. So, hier sieht man es dazu. Und man sieht auch, dass das alles sehr abgegriffen ist und die Schachtel schon zigmal geklebt wurde. Und auch heute in Situationen, wo ich einfach nicht zur inneren Ruhe finden kann, nutze ich das Tarot. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten auf YouTube-Kanälen, sich auch anzugucken, wenn für irgendein Sternzeichen die Karten gelegt werden und so weiter. Eine bessere Idee aus meiner Sicht ist, die Tarotkarten für sich selbst zu legen, weil sie sind dann in deinem Energiefeld. Und meine Erfahrung über die vielen Jahre hinweg ist, dass du immer die stimmigen Karten ziehst. Es passiert niemals, dass die Karten falsch sind. Selbst dann nicht, wenn du denkst, das will ich jetzt aber nicht und dich
ja, ich sag mal, fast animiert fühlst, die Karten nochmal zu legen und nochmal, so lange, bis sie für dich passen. Quatsch. Der erste Wurf ist der richtige. Und es gibt auch ganz einfache Legesysteme, zum Beispiel das Kreuz, wo man nur 4 Karten legt. Eine Karte zur Ausgangssituation, eine Karte, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Oben in dem Kreuz ist dann, diesen Weg sollst du gehen, und unten legt sich dann die Karte, dahin führt es. Das wird die Erfahrung sein, deine nächste Erfahrung. Und in diesem Buch von Hajo Banzhaf sind eine Menge guter Erklärungen drin, die dir erstmal helfen. Natürlich kannst du auch zunächst, wenn du eine Karte gezogen hast, hier ist es zum Beispiel das Rad des Schicksals, einfach dir die Karte anschauen und überlegen, was sagt mir dieses Bild? Auch das ist ein möglicher Zugang. Aber gerade für den Anfänger, glaube ich, ist es gut, sich die Inspiration aus einem Begleitbuch oder Begleitheft zu wählen. Du kannst auch noch simpler anfangen, indem du zum Beispiel eine einzelne Karte für einen Zeitraum, den du dir selbst festlegst, einen Tag, eine Woche, ein Wochenende, whatever. Du ziehst die Karte. Du musst sie dir nicht mal gleich anschauen, du kannst sie auch weglegen, schreibst dir dann so deine Erfahrungen auf, die du in dem gewählten Zeitraum machst, und schaust dir späterhin die Karte und die Erklärung dazu an. Damit gewinnst du Vertrauen darein, dass diese Karte für dich auch stimmig war und ist. Das ist eine Möglichkeit. Karten legen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, indem du einfach dich fragst, welches meiner Energiezentren, welches meiner Chakren braucht jetzt Unterstützung? Und Ängste und Unsicherheiten sind in den allermeisten Fällen im Wurzelchakra, also in deiner Basis verankert, in mangelnder Erdung. Du hast das Gefühl, dir zieht's den Boden unter den Füßen weg. Und dann fragst du dich, welches Krafttier stärkt jetzt mein Wurzelchakra? Und dann kommt sofort meistens ein Bild, eine Intuition, ein Geräusch, je nachdem, auf welchem Wahrnehmungskanal du am empfänglichsten bist. Und lass dich inspirieren. Wenn es zum Beispiel der Bär ist, dann stellst du dir einen Bären vor. Was sind seine typischen Merkmale? Und wie steht das mit deiner Erdung in Verbindung? Der Bär ist wie der Fels in der Brandung. Ja, also es gibt noch weitere Tiere, die gut zum Wurzelchakra passen würden. Aber das, was dein erster Gedanke ist, dein erstes Bild, das lass auf dich wirken und umarme es als deine Möglichkeit, dein Chakra, was im Moment Unterstützung braucht, auch zu unterstützen. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Statt dich vom Wandel überrollen zu lassen und angstvoll an allem festzuhalten, was dir scheinbar Sicherheit gibt, ist es eine gute Idee, aktiv und bewusst ins Loslassen zu gehen, selbst wenn du noch vollkommen unklar darüber bist, wohin dein weiterer Weg dich führen wird. Klarheit kannst du gewinnen, zum Beispiel über Meditation oder über das Legen von Karten. Tarotkarten habe ich vorgestellt. Es gibt natürlich noch andere Legesysteme. Und frage doch einfach mal deine Energiezentren ab, wenn du Ängste hast, welche Stärkung brauchen. Und ganz oft ist es das Wurzelchakra, wo Ängste, Unsicherheiten und so weiter sich festsetzen. Frage dann, wie kann ich es unterstützen? Mit welchem Krafttier? Das soll Inspiration genug sein. Am Ende verlinke ich noch mal 2 Videos, die dir noch weiter auf die Sprünge helfen können, wenn du magst.